Hallo Sebastian hier. In diesem Video zeige ich dir, wie du LinkedIn-Events für die Akquise nutzen kannst, ohne Kaltakquise machen zu müssen. Und zwar bekommst du durch Event-Einladungen warme Leads. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir jetzt. Als erstes gehst du auf LinkedIn zum Start bzw. zum Feed und dann siehst du hier links im Menü, wenn du weiter runter scrollst, die Event-Spalte und kannst dann hier auf Plus drücken und dann ein Event erstellen. Hier kannst du dann dein Produkt, deine Dienstleistung anbieten. Ja, mach ein schönes Titelbild, ähnlich wie das bei dir auf deinem Profil sein soll. Gib hier in der Beschreibung zum Beispiel sehr viel an, was so die Vorteile von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung sind, so dass Kunden, die oder potenzielle Kunden, die zu diesem Event eingeladen werden, automatisiert von Completely, dass die gar nicht anders können, als an diesem Meeting oder an diesem Event teilzunehmen, weil die natürlich sehr viel über deine Produkte, über deine Dienstleistung wissen wollen. Schreib auch unbedingt rein, dass dieses Event kostenlos ist und unverbindlich, sodass die Leute sich natürlich denken, okay, ich nehme mal zu, nehme mal an, ob ich jetzt da hingehe oder nicht, ist nochmal dahingestellt. Dann würde ich hier zum Beispiel als Event ein LinkedIn Live Seminar auswählen. Kurz vorab, dieses Event muss nicht stattfinden. Deswegen sagen wir hier auch, das Startdatum soll zum Beispiel mehrere Monate in der Zukunft liegen und so, dass du sehr viel Möglichkeit hast oder sehr viel Zeit, Leute zu diesem Event einzuladen und die Leute sehen dann, okay, das ist sehr weit in der Zukunft, da habe ich keine Termine, ich sag mal zu, ja, ob ich jetzt wirklich da zukomme oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte. Das soll aber auch nicht das Ziel von diesem Event sein, sondern das Event wird wahrscheinlich nie oder soll niemals stattfinden. So ist der Plan. Ja, natürlich kannst du das natürlich auch stattfinden lassen. In diesem Anwendungsfall, den ich dir heute erkläre, wird das Event niemals stattfinden und du wirst es 1, 2 Wochen vorher einfach absagen oder nochmal um 3, 4 Monate in die Zukunft verlegen. Wenn du hier alles ausgefüllt hast, dann klick hier auf Weiter. Das Event wird dann erstellt. Ich habe dann hier schon mal ein Test-Event erstellt. Hier hast du dann die Möglichkeit, deine ganzen Kontakte, die zu diesem Event zugesagt haben, ob sie jetzt wirklich kommen oder nicht, die siehst du hier. Wenn du hier auf diesen Link klickst, ja, dann wird LinkedIn eine neue Zielgruppe in LinkedIn erstellen, auf die du dann Zugriff hast, beziehungsweise die du dann auch in Completely speichern kannst. Und all diese Leute haben ja offiziell zu diesem Event zugesagt. Das heißt, du hast hier mehr oder weniger ein Opt-in und kannst denen dann zum Beispiel die Frage stellen, hey, vielen Dank für die Teilnahme, ich freue mich, dass du dabei bist. Hast du schon vorab Fragen zum Event, zum Produkt, zur Dienstleistung? Ich sag mal, wenn du 100 Leute zu deinem Event einlädst, werden so circa 1% zusagen und von denen, die zusagen und denen du dann mit Kampagnennachrichten automatisiert in Completely eine Nachricht schickst, davon werden circa 20 bis 30% dann auch auf deine Frage antworten und natürlich Fragen stellen. Und jetzt kommt der Clou. Wenn die Fragen stellen, sagst du, hey, pass auf, das Meeting oder das Event ist ja noch ein bisschen hin. Lass uns jetzt schon mal in einem 1:1 schauen, wie wir dir dabei helfen können oder lass uns die Fragen direkt in einem Telefonat klären. Und das Telefonat ist dann natürlich ein Verkaufsgespräch und du versuchst den Kunden direkt abzuschließen, ohne dass er in dieses Event kommen muss. Und das ist der Clou bei dieser ganzen Geschichte. Du lädst Leute automatisiert mit Completely zu einem Event ein, was niemals stattfinden wird, ne? Und stellst den Teilnehmern dann die Frage, wenn sie darauf antworten mit weiteren Fragen, die sie zu diesem Produkt, zu diesem Event, zu dieser Dienstleistung, die du da anbietest, haben, dann holst du sie direkt in ein 1:1 Gespräch beziehungsweise greifst zum Hörer, rufst die Leute an und versuchst die direkt abzuschließen. Ich habe dir jetzt schon gezeigt, wie du ein Event hier auf LinkedIn erstellst und wie du zu den Teilnehmern kommst. Ich zeige dir jetzt, wie du das Ganze mit Completely automatisierst. Dazu kopieren wir hier den Link zu deinem Event, gehen zurück zu Completely, hier zum LinkedIn-Tool, erstellen dann eine neue Sequenz, sozusagen eine neue Kampagne, Event, Kampagne, sage hier, die Funktionen will ich selber auswählen. Was wir brauchen, ist einmal die Kampagnennachrichten, um die Teilnehmer dann anzuschreiben und die Veranstaltungseinladungen. So, das schieben wir dann nach oben. Hier können wir dann den Link reinkopieren von dem Event. Können dann zum Beispiel sagen, ich will hier 100 Leute pro Tag einladen, kann hier noch zum Beispiel reinschreiben, welche Leute da eingeladen werden sollen. Aktuell ist es Completely noch nicht möglich, zielgruppenabhängige Einladungen zu versenden. Das wird in der Zukunft kommen. Dann drücke ich hier auf Speichern, habe dann die Event-Einladung eingerichtet und als nächstes
gehe ich nochmal zurück in LinkedIn, klicke hier auf diesen Link, komme dann zu der Zielgruppe von allen Leuten, die bei meinem Event teilnehmen, kopiere diesen Link dann in die Kampagnennachrichten rein, speichere das Ganze dann ab. Ja, kann dann auch hier sagen 100 Nachrichten pro Tag. Da werden wahrscheinlich nur 2, 3 Leute pro Tag zu dem Event zusagen. Ja, je mehr, desto besser natürlich, aber da würde ich jetzt nicht so viel Conversion Rate erhoffen, also 1% ist das schon gut. Dann als nächstes einen Text, ja, hallo, Vorname oder vielleicht siehst du die dann auch. Und hier geht es dann darum, danke für die Teilnahme an, ja. Ja, das kannst du natürlich auch noch mal ein bisschen liebevoller oder vertriebstechnisch besser formulieren. Das ist jetzt einfach schnell dahingeschrieben, damit du einfach die Message dahinter verstehst. Ja, dass es einfach darum geht, die Leute zu fragen, hast du Fragen zum Event, hast du, ja, die ich dann zum Beispiel bei dem Event dann live beantworten werde und zeigen werde. Ja, darum geht es ja auch, dass die Leute wissen, okay, der Veranstalter geht auf meine Fragen ein und zeigt auch, was da das Produkt kann, was das Produkt liefert oder die Dienstleistung. Und deswegen möchte ich da jetzt auch schon Fragen stellen, um da schon mal Informationen zu bekommen. Dann klicke ich hier auf Speichern, beziehungsweise ich muss hier natürlich schon mal nochmal auswählen, ja, wie viele Nachrichten sollen mindestens da drin sein. Ich würde es jetzt einfach so einstellen, ja, es geht ja hier tatsächlich nur um dieses Event. Ja, egal von wem die letzte Nachricht ist, mindestens 1 und genau, hier das trage ich auch direkt auf 0 ein. Dann auf Speichern drücken, dann habe ich das erstellt. Sollten dann Antworten kommen, habe ich dann die Möglichkeit, den Smart Chat zu verwenden, um hier meine Antworten zu sehen. Dazu klicke ich hier auf den Smart Chat, schaue mir nochmal die Erklärung an, ja, wie das Ganze einzurichten ist. Und dann kann ich hier nach unbeantworteten Nachrichten filtern, ja, also nach Fragen, die dann auf meine Nachricht gekommen sind und die ich noch nicht beantwortet habe. Und du siehst dann hier direkt auf einen Blick, wer dir darauf geantwortet hat. Und damit sind wir fertig. Wir haben jetzt die Event-Einladung erstellt. Ja, die Leute werden zu deinem Event eingeladen und danach direkt gefragt, hey, wie sieht's aus? Hast du Fragen dazu? Ja, beantworte ich dir direkt im Vorab. Und wenn die darauf reagieren und darauf antworten, Fragen stellen, kannst du die direkt terminieren in ein 1:1 Gespräch. Und wir sprechen hier von warmen Leads. Ja, die Leute haben ja aktiv auf deine Event-Einladung reagiert, haben daran teilgenommen, haben Interesse an diesem Produkt und du brauchst die dann sozusagen nicht mehr kalt anschreiben. Geht leider natürlich nur bei Leuten, mit denen du bereits vernetzt bist. Deswegen macht dieser Anwendungsfall hier am meisten Sinn, wenn du schon 500 oder 1000 oder noch mehr Kontakte hast, die du einladen kannst. Und wie immer, wenn du Fragen zu diesem Anwendungsfall hast, drück gerne den Support-Button.